So, ich möchte ein paar Wörter sagen. Eine Vorstellung für Vajra, ja. Ich habe ihn erstmal getroffen in, ich denke, es war 1980. Ja? Er kommt zurück von Indien, er hat die Rover, ja, Rover, und er war in Indien. Und er kommt zurück nach unserer Zentrum in Croydon zu London. Aber wir haben gearbeitet zusammen für die nächsten 10 Jahre ungefähr. Ja? Was kann ich sagen? Padmavajra, Energie. Viele Energie. Lots of energy. Und auch die Kapazität für Spaß. And the capacity for fun. Wir waren in diesem Restaurant, die Arbeit war so hart. The restaurant, very hard work. Aber wir haben viele Geld gemacht. And Ja? Wir haben ein Retreat-Zentrum gebaut. Wir schicken Geld nach Indien. Was ist da Ricochet? Ja? Wir haben viele Geld gemacht. Das ist fantastisch. We had a lot of money. Hard Arbeit. Hard Und work. wir waren in die Mannschaft, das arbeitet in den Abends. Ja? We were in the team which was working in the evening. Und über 4 Jahre, wir waren die years, gleichen 8 Leute zusammen. we were the same 8 people working together. Über 4 Jahre, Nobody left which is for 4 super. years. Und das ist wirklich, es ist nicht normal, ja, in jeder That's not Arbeit. normal. Aber wenn wir kommen, und wir haben bis vielleicht 2 Uhr früh morgen, bis 4 Uhr früh morgen gearbeitet. Manchmal ist es dann 9 Uhr der nächste Tag, wenn wir waren fertig. Wir arbeiten von 4 in den Nachmittag bis den nächsten Tag. So from 4 in the afternoon, the whole night through. Wir haben diese Seifoper sehr oft in unserer LKW, auch kleine Sprinter, Soap Opera, ja, über Padmavajra und es war Bösheit, ja. We performed the soap opera in our van, which would take us to and from work. Hat einen Teil und ich habe die andere. Und unsere Reise nach Hause, wir machen diese Oper jeder Abend über die romantischen einen von unserer Mannschaft. Und diese Karen, es war Karen und du hast vergessen. Getting old. Die Alzheimer, ja? Entschuldigung. Aber es war super, Und so wir arbeiten zusammen, wir wohnen zusammen und eine absolut andere Welt, ja? Wir waren jung, ja? So, und dann, was passiert? Padmavajra fährt nach Indien, ist sehr oft in Indien, ja? Hat viele Freunde da. Du kommst zurück nach England und wohnt in Padmavajra. Ich weiß nicht, wo in Padmavajra. Und viele Jahre da auch. Und jetzt ist ein Public Preceptor. Ja? Was mehr kann ich sagen? Er ist ein Held, eine Legende. Ja? Und vielleicht das ist genug. Ja? Ja? Aber was Mirko hat so oft gehört, er hat genug gehört, in unserer Küche, in diesem Restaurant, wenn Padmavajra in der Herz von die, washing up, was ist das? Die Abwasch, ja? Wenn hat die Heavy, die große Pots, ja? Oder ich habe die große Pots, wir gehen nach Hause früh, ja? So viele Energie für diesen Job, die ganze Mannschaft war begeistert. So much energy that the whole team rejoiced. So we could leave 30 minutes earlier. Das ist unsere ja. Bitte, Monsieur. Well, thank you very much, Laditaratna. Vielen Dank, Laditaratna. Laditaratna brought back a lot of very good memories. Yeah. Laditaratna hat viele schöne Erinnerungen in mir geweckt. Some of which I'd forgotten, obviously. Einige Sachen habe ich vergessen. But yes, we did forge a very close bond, living and working together so intensively through that time. Wir haben eine sehr enge Verbindung geschmiedet, weil wir so intensiv zusammengearbeitet haben und zusammenlebten. And I think that's something
worth reflecting on. Und darüber kann man mal reflektieren, über so eine Situation. There's a lot of emphasis on Sangha in our Buddhist community. In unserer buddhistischen Gemeinschaft betonen wir Sangha sehr. A lot of emphasis on friendship. Freundschaft auch. And friendship doesn't just benefit you in terms of your own progress, spiritual progress. Und Freundschaft ist nicht nur dafür da, damit du spirituellen Fortschritt machst. When people come together very strongly, Ja, wenn Menschen zusammenkommen in einer intensiven Situation, when they're inspired by a very, very positive ideal, wenn sie von einem positiven Ideal inspiriert sind, they can have a very, very powerful effect on their environment. dann hat das einen sehr starken Effekt auf die Umgebung. And coming to Berlin, I come every year. I'm coming twice this year. Und wenn ich nach Berlin komme, dieses Jahr komme ich zweimal nach Berlin. I can see that in the center here. Kann ich das hier auch in diesem Zentrum sehen? I can see something really growing because there are strong friendships between people. Etwas wächst hier, denn es gibt hier starke Freundschaften zwischen den Leuten. Every time I come, there's change, there's development. Jedes Mal, wenn ich komme, sehe ich Veränderungen, Entwicklungen. You might not see it, those of you who are here regularly. Ihr seht das vielleicht nicht, wenn ihr regelmäßig hier hinkommt. That's why you need visitors. Deswegen braucht ihr Besucher von außerhalb. And visitors like myself have a really good time coming, so it's very good for me too. Und die Besucher wie ich, wir haben hier immer eine gute Zeit, wenn wir kommen. Also mir tut's auch sehr gut. I'm giving a talk, part of a sort of series, I believe, that you've had here at this Sangha. So, also heute Abend gibt's einen Vortrag und der ist Teil eines Sangha-Abend-Themenbogens, glaube ich. I believe you've been looking at different practices that we have in Triratna. So, also ich glaube, dass die vorhergehenden Abende sich bestimmten Praktiken gewidmet haben, I know that Triratna haben. I know that Lala Triratna gave a talk on puja the other night. Ja, Lalita Ratna hat vor 2 Wochen über Puja gesprochen. And I was thinking, well, what practice could I talk about to you? Und ich dachte, naja, was kann ich da jetzt noch beitragen? And I thought, actually, what I'd like to talk to you about is a practice that is part of the puja. It's the recitation of the Heart Sutra. Worüber ich also gerne sprechen würde, das ist ein Teil der Puja, nämlich die Rezitation des Herzsutras. That's why we had Karuna Bandhu reading it before the meditation. Deshalb hat Karuna Bandhu vor der Meditation das Herzsutra vorgelesen. We have this sutra recited in every puja. Das wird in jeder Puja rezitiert. But it's in a way a very mysterious, rather strange Buddhist text, I think. Aber es ist auf bestimmte Art und Weise ein sehr geheimnisvoller, fremdartiger buddhistischer Text. Some people, when they hear it, they're immediately electrified when they hear it. Wenn manche Leute es hören, sind sie sofort elektrisiert. They don't quite know why. Und wissen vielleicht nicht genau warum. But there's just something about it that just thrills them. Aber es scheint etwas dran zu sein, was ihnen die Haare zu Berge I streckt. think sometimes it might be that almost shock effect of hearing form is no other than emptiness, emptiness no other than form. Und es könnte so ein Schockeffekt sein, zu hören, Sätze wie Form ist bloß Leerheit, Leerheit bloß Form. Sometimes that can send tingles down your spine when you hear it. Das kann einem einen Schauer den Rücken runterlaufen lassen, wenn man das hört. Some people though find it, well, all this emptiness, it's a bit boring, it's a bit nihilistic sounding. Andere hingegen finden das vielleicht ein bisschen langweilig, ja, diese ganze Leerheit, ein bisschen nihilistisch vielleicht. All these nots, it's not this and it's not that. Alle diese Verneinungen, ist nicht dies, nicht jenes. And sometimes, when we recite something regularly, we switch off and we stop paying attention to its meaning. Und manchmal, wenn wir regelmäßig was rezitieren, dann schalten wir so innerlich ab und haben keine Rezeptivität mehr für die Bedeutung des Textes. So what I'd like to do this evening is just suggest some ways of looking at this Heart Sutra. Und ich möchte heute Abend ein paar Vorschläge machen, wie man diesen Text betrachten kann. I should just say this won't be exhaustive. Also das wird nicht komplett sein. There are books filled with commentaries on the Heart Sutra. Ja, es gibt bücherweise Kommentare über das Herzsutra. Which vary from teacher to teacher.
Und je nach Lehrer unterscheiden die sich auch. And it's almost if you can make up anything to say about the Heart Sutra. Ja, es scheint, dass man alles Mögliche ins Herzsutra reinstecken kann an Bedeutung. Which is a relief to me, because I can join that tradition. Ja, was für mich als Erleichterung kommt, denn dieser Tradition kann ich mich anschließen. What I'd like to do first is actually just try to do a little bit of Sanskrit chanting, just to invoke the Heart Sutra in the original language. Zu Beginn aber möchte ich gerne ein bisschen auf Sanskrit rezitieren, um das Herzsutra in seiner Originalsprache. I won't do the whole sutra in Sanskrit. Nicht das ganze Sutra in Sanskrit. But the reason why I want to do that, because there's a resonance in some of the words, which of course doesn't carry across into English. It might carry across better into German, I don't know. Ich möchte das tun, weil es eine Resonanz zwischen den Worten gibt in der Originalsprache. Das kann sein, dass das im Deutschen auch ist, im Englischen ist es, glaube ich, nicht. So let me just try to chant a little bit of the Heart Sutra in Sanskrit. Also ich werde einen Teil des Herzsutras auf Sanskrit jetzt rezitieren. Om Namo Bhagavate Arya Prajna Paramitaya Arya Avalokiteshvaro Bodhisattva Gambhirang Prajna Paramita Charyam Charamano Vyavalokyatishvama Panchaskandas Tangscha Swabhavashanyan Bhashyatisma Iha Shariputra Rupang Shunyataiva Rupang na pratak shunyataya na pratad rupang tadarupang sa shunyata tadrupang evam vedana sanknya sanskara vijnana. Something like that. Okay. So let's just try to open this up, and then I want to try and see what it might mean practically for us, because you better translate that. Genau, ja, eben. Da möchte ich jetzt ein bisschen reingehen und dann einen Blick darauf werfen, was das praktisch für uns bedeuten kann. Because it doesn't matter how profound or difficult a Buddhist text is, we must always try to see what it might mean for us now, here and now. Ja, also unabhängig davon, wie profund ein buddhistischer Text sein mag, müssen wir auch immer gucken, was es jetzt für uns bedeutet. Otherwise, it's useless. It's just something exotic, really. Sonst ist es nutzlos, einfach nur etwas Exotisches. So the Sanskrit begins with the Sanskrit mantra Om, which is a sort of invocation of reality. Also der Sanskrit-Text beginnt mit dem Mantra Om, eine Heraufbeschwörung von Wirklichkeit. And then the following Sanskrit word, Om Namo Bhagavate Arya Prajna Paramitaya, is homage to the perfection of wisdom, the lovely, the holy. So, die folgenden Worte, Verehrung der Vollkommenheit der Weisheit, dem liebenswürdigen Heiligen. Yeah. So this hasn't been translated, unfortunately, into the English, and it's very, very important. Und in der englischen und deutschen Version taucht das nicht auf, es ist aber sehr wichtig. Because it creates a mood immediately of reverence and devotion. Denn es schafft unmittelbar eine Stimmung von Verehrung und Hingabe. And this is very important because what we're revering, what we're being devoted to, is the perfection of wisdom itself. Und das ist aber sehr wichtig, denn das, was wir verehren, das, dem wir uns hingeben, ist die Vollkommenheit der Weisheit selbst. So we're trying to open up to the highest, the deepest, the most perfect way of seeing life. Also wir versuchen uns zu öffnen für den höchsten oder tiefsten oder die perfekteste Art, das Leben zu betrachten. We're really trying to open up to the Buddha's wisdom, enlightened wisdom. Also wir versuchen uns zu öffnen für die Weisheit des Buddhas, für erleuchtete Weisheit. Then the next line is Arya Avalokiteshvaro.
Also die nächste Zeile, Arya Avalokiteshvara. The noble Avalokiteshvara. Der edle Avalokiteshvara. Avalokiteshvara is the Bodhisattva, I'm sure you all know, of great compassion. Wie ihr sicherlich wisst, ist Avalokiteshvara der Bodhisattva des großen Mitgefühls. He's known in Sanskrit as Mahakarunika, Auf Sanskrit Maha Karunika. the greatly compassionate one. Der mit dem großen Mitgefühl. And Avalokiteshvara is said to be the archetype, the embodiment of the Buddha's supreme great compassion. Avalokiteshvara wird als Verkörperung des höchsten, größten Mitgefühls des Buddhas gesehen. He's the great loving heart, the great loving compassion of the Buddha. Avalokiteshvara ist das große, liebende Herz, das große Mitgefühl des Buddhas. Now, although we're using these words, love and compassion, and we have some feeling for them, we have to understand that we don't actually understand Avalokiteshvara's love and compassion. Und obwohl wir diese Worte benutzen, Liebe und Mitgefühl, und wir ein bestimmtes Gefühl dafür haben, dürfen wir nicht vergessen, dass wir letztendlich nicht wirklich verstehen, was mit diesen Worten gemeint ist. We don't understand it because it's the love and the compassion that wants to alleviate the deepest sufferings in life, the deepest sufferings. Denn wir verstehen es deshalb nicht, weil es ist von der Liebe und dem Mitgefühl die Rede, das tiefste Leiden, was es im Leben gibt, lindern wollen. By alleviating the deep ignorance that perpetuates our suffering. Lindern wollen oder aufheben wollen. Und das ist die tiefste Unwissenheit, die sozusagen das Leiden ständig neu anfacht. So in this sutra, it's Avalokiteshvara who is really doing the talking. Also in dem Sutra spricht tatsächlich Avalokiteshvara. Compassion is speaking wisdom. Also Mitgefühl spricht Weisheit. The compassionate heart, the compassionate action is speaking wisdom. Das mitleidvolle Herz, die mitleidvolle Tat spricht Weisheit. So in this sutra, we have to understand that. Sorry, I was going to say something really good and I've forgotten it. We have to understand that when we have all these words to do with emptiness, we have to feel that they're coming from compassion. Ja, also in dem Sutra, wir müssen daran denken, wenn wir die ganzen Worte hören über Leerheit, die kommen aus einem Mitgefühl heraus. You know, it would be better if we chanted the Heart Sutra after a very strong Metabhavana practice. Ja, es wäre besser, wenn wir das Herz-Sutra nur rezitieren würden nach einer sehr, sehr starken Metabhavana-Praktik. It would be better if we did it looking across at one another as we recited the sutra. Es wäre besser, wenn wir sozusagen uns dabei anschauen würden, wie wir das Sutra rezitieren. Because the sutra is not just telling us about the perfection of wisdom, it's also telling us about great compassion. Denn das Sutra spricht nicht nur über die Vollkommenheit der Weisheit, sondern auch über das große Mitgefühl, Mahakaruna. And the line goes on, that first line, Avalokiteshvara, the Bodhisattva of compassion, is very hard to translate this, is moving in the deep wisdom that has gone beyond. So, also die erste Zeile, Avalokiteshvara, der Bodhisattva des Mitgefühls, fährt sozusagen. Es ist schwer, das zu übersetzen. In der tiefsten Weisheit, die sozusagen zum anderen Ufer hinübergegangen ist. So in just a few words, we're given an insight into the way Avalokiteshvara meditates. Also in diesen paar Worten wird uns eine Einsicht darin vermittelt, wie Avalokiteshvara selbst meditiert. The word that's translated as deep is Gambhira, which is a wonderful Sanskrit word, Gambhira. Also Gambhira, dieses Wort übersetzt in tief. It means not just deep, it means profound. Und es bedeutet nicht nur tief, sondern profund. You know, sometimes people get very concerned about being deep people. You know, we all want to be deep people. Ja, manchmal ist man sehr besorgt darum, ob man tief genug ist als Mensch. You know, sometimes, you know, I was asked once at a centre to give a talk on how do you go deep.
How do you go deep? Einmal wurde ich darum gebeten, einen Vortrag darüber zu halten, wie man tiefer kommen kann. Because none of us want to be superficial, do we? Denn wir wollen ja schließlich nicht oberflächlich sein. But I pointed out that when the Buddhist tradition uses the word deep, they mean reality. Aber wenn in der buddhistischen Tradition oder wenn der Buddha das Wort tief gebraucht hat, meinte er Wirklichkeit. Sometimes the perfection of wisdom, the way of the perfection of wisdom is called the Gambhira Yana, the way of the profound, the way of the deep. So, manchmal wird der Weg der Vollkommenheit, der Weisheit, das Gambhira Yana genannt. Also der Weg, I've forgotten the last the way of the deep, ja, the way also of the profound. Der Weg der Tiefe, der Weg des Profunden. Anyway, Avalokiteshvara is moving through this depth. Avalokiteshvara bewegt sich durch diese Tiefe. The word I'm using, I'm translating the word moving is a translation of the word charya. Und bewegen ist wiederum eine Übersetzung des Wortes Charya, which can also mean practicing. Was auch üben oder It can praktizieren mean bedeutet. walking. Gehen. It can mean coursing, as in moving, coursing through water or something Oder like that. sich in einem Medium zu bewegen. And it's the same word for our, the name for our ordination. We're dharmacharis. Und Dharmacharinis. das gleiche Wort natürlich auch im Zusammenhang mit unserer Ordination. Wir sind Dharmacharis und Dharmacharinis. It's a very dynamic word. Also ein sehr dynamisches Wort. So Avalokiteshvara never stays still, if you like. Avalokiteshvara steht nie still. There's this profound depth, Es yes, gibt diese Tiefe, but there's also this sense of movement, of not being stuck. aber es gibt auch die Bewegung. Also es ist kein Feststecken. And it should be the same for us, dharmacharis, dharmacharinis. We should not get stuck. Und das gilt natürlich auch für uns, Dharmacharis und Dharmacharinis. Wir sollten nicht stecken bleiben. So Avalokiteshvara is moving in this profound compassion, is moving through this profound wisdom. Avalokiteshvara bewegt sich also in diesem profunden Mitgefühl, in dieser profunden Weisheit. And what he sees, that it is that the 5 skandhas that make up the psychophysical personality are all empty. Und was er sieht, ist, die 5 Skandhas, die psychophysische Persönlichkeit bilden, sind alle leer. In other words, the human personality is not fixed. It's not an immutable thing. Mit anderen Worten, die menschliche Persönlichkeit ist nicht festgesetzt, es ist kein unveränderliches Ding. We are ever changing, insubstantial. Wir sind ständig in der Veränderung begriffen, insubstanziell. And of course, all of our problems come because we try to fix this ever changing reality. Und all unsere Probleme entstehen in dem Augenblick, wo wir diese sich immer verändernde Wirklichkeit versuchen festzunageln. And then as the sutra goes on, another character appears. Und im Verlauf des Sutras erscheint ein zweiter Charakter. So this is Shariputra. Und das ist Sariputra. And Shariputra is of course the name for a great disciple of the Buddha. Und Shariputra ist natürlich der Name eines großen Schülers des Buddhas. But here, Shariputra stands as a sort of symbol for a particular level of spiritual practice. In dem Sutra aber steht Shariputra als Symbol für ein bestimmtes Level spiritueller Praxis. It's someone who understands and has mastered the whole of Buddhist practice, Jemand, der die gesamte buddhistische Praxis versteht und meistert. who's reached a certain stage, if you like, in their spiritual life. Er hat, wenn du so magst, eine bestimmte Station in seinem spirituellen Leben erreicht. And what Avalokiteshvara is doing, what compassion is doing, is to bring that person to a new level of realization. Und was Avalokiteshvara tut, also was Mitgefühl bewirkt, ist, dass diese Person zu einem neuen Level gebracht wird. By revealing the insubstantiality of even his greatest attainment. Indem die Substanzlosigkeit selbst seiner großen Errungenschaft gezeigt wird. As the sutra goes on, it says things like attainment
Two is Und emptiness. im Verlauf des Sutras sagt es ja auch, jegliche Errungenschaft ist leer. You know, so you might have had the most wonderful meditation. It's emptiness. Du kannst die schönste Meditation gehabt haben, es ist Leerheit. Great that you had the wonderful meditation, but it's gone. So don't fixate. Ja, eine wunderbare Meditation, aber sie ist vorbei. Versuche nicht, die Erfahrung einzufrieren. You know, you get people sometimes who are really, really attached to their meditation experience. Manchmal sind Leute sehr, sehr verhaftet in ihrer You Meditationserfahrung. know, they can't stop talking about it. Können nicht aufhören, darüber zu reden. In other words, they can't stop talking about themselves. Das heißt eigentlich, dass sie nicht aufhören können, über sich selbst zu As sprechen. someone who's had a deep meditation. Ja, als jemand, der eine tiefe Meditation hat. But it's gone. Aber es ist vorbei. Yeah, great. It's had a good effect, but it's gone. It's not there anymore. Wunderbar, es hat einen guten Effekt, aber jetzt ist es weg, ist nicht mehr So da. don't fixate. So Avalokiteshvara compassionately is trying to reveal this truth. Also Avalokiteshvara mit Mitgefühl versucht, diese Wahrheit offenbar werden zu lassen. He's trying to show through his compassionate communication the need to go beyond whatever level we're on. Durch seine mitleidvolle Kommunikation zeigt Avalokiteshvara, dass wir, wo immer wir auch sind, dass wir sozusagen darüber hinausgehen müssen. Not to sort of stay in any kind of room, even a wonderfully coloured room. No, you can't stay there. Wir dürfen sozusagen an keiner Stelle stehen bleiben, selbst wenn es sich um einen wunderschönen Raum handelt. Wir Because the können dort nicht wonderfully bleiben. coloured room will start to move around and change. Denn der wunderschöne Raum mit den wunderschönen Farben wird sich verändern. As the sutra goes on towards the end of the sutra becomes a mantra. Und zum Ende des Sutras wird das Sutra zum Mantra. Avalokiteshvara starts to say that if you really want to remember this teaching, you need to know the great mantra given by the perfection of wisdom itself. Also Avalokiteshvara sagt, wenn du diese Lehre, wenn du dich daran erinnern willst, dann musst du dich an das große Mantra erinnern. Und das Mantra kommt von der Vollkommenheit der Weisheit selbst. The mantra that alleviates all suffering. Incredible. Das Mantra, das alles Leiden aufhebt. The supreme mantra. Das höchste Mantra. Gate parasangate bodhiswaha. Don't need to translate that. Which in English, and then you'll get it in German, means gone. Gegangen. Gone. Gegangen. Gone beyond. Darüber hinausgegangen. Gone altogether beyond. Über alles hinausgegangen. Enlightenment, Erleuchtung. may it be so. Alles ist gut. Or may there be blessings. You could even say that. May it be blessed. You could translate Ja, swaha like that. möge der Segen sozusagen da sein. So what I want to try and get the sort of something practical out of this, I want to talk about going beyond. So, praktisch jetzt. Ich möchte über etwas hinausgehen sprechen. Avalokiteshvara wants to show the wonderfully fluid, ever-changing nature of life. Avalokiteshvara möchte uns die wunderbar flüssige, immer während sich verändernde Natur des Lebens You know, it's very, very important. When you hear the word emptiness, don't think nothing. Ja, das ist wichtig. Wenn du das Wort Leerheit hörst, denke nicht Yeah. leer. Don't think nothing exists. Denke nicht You know, existieren. notice that form is emptiness. Emptiness is form. Ja, denn nicht nur ist Form Leerheit, sondern Leerheit ist auch Form. You know, so they're trying to communicate the nature of what they call appearance and emptiness. Ja, das Sutra versucht, die Wirklichkeit über die Natur zu kommunizieren, Erscheinung und Leerheit. You know, things arise, they come into being, they pass away, they arise, they pass away. That's what's happening. Ja, also Phänomene entstehen, kommen sozusagen, beginnen zu existieren und vergehen wieder. And another perfection of wisdom text describes this as Maya, Ein anderer Text der Vollkommenheit der Weisheit beschreibt das als Maya. which means the best translation is magical display. Und die beste Übersetzung dafür ist magisches Schauspiel. It's the way Avalokiteshvara sees the world is a wonderful magical display, arising and passing. Das ist, wie Avalokiteshvara die Welt sieht, als eine wunderbare, ja, magische Schau,
es entsteht und es vergeht wieder. And that's why he's so free, why compassion is so free to act compassionately. Und das ist, warum Mitgefühl so frei ist, aus Mitgefühl zu handeln. The Buddha's compassion, the Bodhisattva's compassion is there because they never get caught in appearances. Also hier das Mitgefühl des Buddhas und das Mitgefühl der Bodhisattvas gibt es, weil diese Figuren Menschen niemals in Erscheinungen sich verwickeln. There's just this freedom of movement to do what is needed to be done. Es gibt eben einfach die Freiheit, die dynamische Freiheit, das zu tun, was getan werden muss. I remember once Sangharakshita saying, the end of the path, he described as spontaneous, compassionate activity. Einmal sagte Sangharakshita über das Ende des spirituellen Pfades, dass er spontane, selbstlose Aktivität genannt hat. And then he said, he started to explain what that meant. I thought, wow, here we are. This is the big teaching. Und er begann zu erklären, was damit gemeint ist. Und ich war sehr entzückt darüber, denn ich dachte, wow, jetzt kommt das super Teaching. The end of the path. Also das Ende des Pfades. Spontaneity, compassionate activity. Here we come. Spontanität, mitfühlende Aktivität. Also was ist es? And then he just said, you do what needs to be done. Und er sagte, du tust, was getan werden muss. You do what needs to be done. Du tust, was getan werden muss. And then only recently I realized what a profound saying that is. Und es ging mir erst kürzlich auf, dass das eine ziemlich profunde Aussage ist. Because what it's saying is there's nothing in you that will not do what needs to be done. Denn es sagt, es gibt in dir nichts, was nicht tun wird, was getan werden muss. You know, I can think of all the reasons why I shouldn't do something good to benefit others. Ich kann an all die Gründe denken, die mich davon abhalten sollten, etwas Gutes zu tun, was anderen nutzt. You know, so many mental blocks to prevent the real action of what is needed. So viele mentale Blockaden, die mich davon abhalten, das wirklich zu tun, was getan werden müsste. But for a Bodhisattva, for a Buddha, there is none of that. Für einen Bodhisattva oder Buddha hingegen gibt es nichts davon. There's just this thrilling, throbbing responsiveness. Es gibt einfach nur diese glitzernde, schäumende, lebendige Bezogenheit. You know, you see what is needed and you do it. There's no separation between the response and the action. Du siehst, was gebraucht wird und du tust es. Es gibt keinen Unterschied zwischen deiner Antwort und deiner Aktion. So this is what the life of, if you like, emptiness, the way of emptiness and compassion, this is what it's suggesting, this is what it's indicating, this is what we need to be. Und das deutet eben der Weg der Leerheit an. Das ist es, was wir sein müssen. But we can't just jump to that, can we? Wir können aber nicht einfach draufspringen. So what I want to do is look at some very simple ways in which we can go beyond. Und ich möchte mir jetzt einige sehr einfache Beispiele angucken, wie wir sozusagen dieses darüber hinausgehen bewerkstelligen können. We can, just some suggestions of in a way, just asking ourselves if we can just go beyond our present level of Buddhist practice. Also einige Vorschläge oder Fragen, die wir uns selbst stellen können, wie wir das gegenwärtige Level unserer buddhistischen Praxis sozusagen selbst übersteigen können. Because one of the great dangers of with any spiritual practice, of course, you get a bit happier through doing it, and then you just sort of settle down. Ja, das ist die große Gefahr eigentlich mit jeder spirituellen Praktik. Es macht dich ein bisschen glücklicher und dann bist du zufrieden und setzt dich damit zur Ruhe. You know, maybe we come to the center in a bit of a mess. Ja, wenn wir vielleicht zum Zentrum kommen, anfangs sind wir ein bisschen unaufgeräumt, könnte man sagen. Maybe a bit depressed, a bit anxious, a bit lost. Vielleicht ein bisschen deprimiert, ängstlich, fühlen uns ein bisschen verloren. Maybe we come along even a bit inspired. Sorry? A bit inspired. Oder vielleicht sogar ein bisschen inspiriert. Yeah. But what happens after a while, Buddhism kind of sorts us out a bit. Yeah. Ja, und nach einer Weile hat der Buddhismus uns sozusagen, innerlich ein bisschen aufgeräumt. Feel relaxed, feel happy. Wir fühlen uns entspannt, You glücklich. know, just going along quite nicely. Ja, und das macht Spaß, hier hinzukommen. Und so. And we settle. Ja, und dann lassen wir uns nieder. So in other words, Buddhism, the Dharma, loses its transforming power.
Das heißt, Buddhismus, also der Dharma, verliert seine transformierende Wirkung. So we need to look at this teaching of going beyond, the way of emptiness. Und dann müssen wir uns eben diese Lehre vom darüber hinausgehen ansehen, den Weg der Leerheit. So a few suggestions. Einige Vorschläge dazu. First of all, to do with meditation. Erstens Meditation. Probably that's one of the main practices that you do. Das ist wahrscheinlich die Hauptpraktik für die meisten von uns. Very simple things. Was ganz Einfaches. So if you meditate, if you're not meditating every day, start to think about meditating every day. Also, solltest du nicht jeden Tag meditieren, beginne doch mal darüber nachzudenken, jeden Tag zu meditieren. You know, go beyond just doing it 2 or 3 times a week. Also geh darüber hinaus, nur 2 oder 3 Mal pro Woche zu meditieren. And if that means getting up a bit earlier, more often than you'd like, start doing that. Und wenn das bedeuten sollte, etwas früher aufzustehen, als du normalerweise magst, beginne damit es zu tun. Just try it. Just test yourself. Move out of the comfort zone. Versuch es einfach. Teste dich mal selber. Verlasse deine Komfortzone. There's a very wonderful American poet named William Stafford. Ein wundervoller amerikanischer Dichter mit dem Namen William Stafford. And he had a practice of writing a poem every day. Machte es sich zur Übung, jeden Tag ein Gedicht zu schreiben. And he said when he had his child would get up when he got up. Literal child. He had a child. Ja, a also baby. der hatte ein Kind und das Kind würde dann aufstehen, wenn er aufstehen würde. So at a certain age, this boy would get up as soon as his dad got up. Also ab einem bestimmten Alter würde der Junge zur gleichen Zeit aufstehen wie der Vater. So he couldn't write the poem because he had to look after his boy. Und dann konnte er das Gedicht nicht schreiben, denn er musste nach dem Jungen sehen. So he said, I just got up an hour earlier so I could write the poem. Und dann hat er gesagt, naja, bin ich halt einfach eine Stunde eher aufgestanden, damit ich mein Gedicht schreibe. And then the boy would get up an hour earlier. So, but he still insisted on writing. Well, we should have the same attitude to meditation. Und die gleiche Einstellung sollten wir zu unserer Meditation haben. So yes, meditate every day. Try to get to that. Meditating every day. Also versuche jeden Tag zu meditieren. If you're meditating for 20 minutes a day, move up to half an hour. Wenn du jeden Tag 20 Minuten meditierst, versuche eine halbe Stunde. Then to 45 minutes. Und dann 45 Minuten. Then to an hour. Dann eine Stunde. And then start meditating twice a day. Danach kannst du versuchen, Once in the morning and once before you go to danach sleep at meditiere night. zweimal am Tag. Einmal In other words, morgens und einmal vor dem Schlafen. Really look at extending your meditation practice. In anderen Worten, bemühe dich wirklich, deine Meditationspraktik auszuweiten. But this is the way of emptiness, so no forcing, no heavy willpower, no headaches, please. Aber das ist der Pfad der Leerheit, also nicht forcieren, nicht überwillensbetont, keine Kopfschmerzen. You have to be a bit subtle with yourself. Also sei ein bisschen subtil mit dir selbst. I have quite a lot of back trouble, Ich habe leider viel Rückenschmerzen selber. and sitting for a long time is quite difficult. Wenn ich für längere Zeiten sitzen wollte, wäre das schwierig. And I did a solitary retreat recently, 3 weeks on my own of retreat. Kürzlich war ich auf einem 3-wöchigen Solitary Retreat für mich alleine And I wanted to do a lot of meditation. und ich wollte viel meditieren. But I decided what I'd just do lots of short meditations with walking and chanting in between. Und das habe ich so gemacht, dass ich einfach eine Menge kürzerer Meditationen gemacht habe, mit Rezitation und Gehmeditation zwischendurch. And it was fantastic. It was a very, very happy time. You know, I really felt I made some progress in meditation because of that. Und das war fantastisch. Also es war eine sehr glückliche Zeit und meine Meditationspraxis ist wirklich weitergekommen. So sometimes you need to be a bit clever with yourself. If you find sitting for a very long time difficult, well, break up the meditations, but try to go beyond what you're used to. Also man muss manchmal ein bisschen cleverer mit sich sein. Wenn es schwierig ist, sehr, sehr lange zu sitzen, versuche es zum Beispiel in kürzere Meditationen abzubrechen, aber versuche wirklich über dich selbst hinauszugehen. Then again, if your favorite meditation is mindfulness of breathing, So, wenn deine Lieblingsmeditation die Vergegenwärtigung des Atems ist, make sure you do the Metta Bhavana. stelle sicher, dass du auch die Metta Bhavana machst. You know, you sometimes say this, well, I don't like the Metta Bhavana, so I just do the mindfulness of breathing. Manchmal hört man, ich mag nicht die Metta Bhavana, ich mache nur die Vergegenwärtigung des Atems. But you'll never discover the glories and the wonders of the Metta Bhavana without actually doing it. Aber du wirst nie die Reichtümer und die wunderbaren
Attribute der Metta Bhavana entdecken, wenn du sie nicht machst. And if you're one of those very heart people who loves Metta Bhavana, make sure you do mindfulness of breathing. Und wenn du einer dieser Herzmenschen bist, die die Metta Bhavana lieber mögen, stelle sicher, dass du auch die There are some Bewegung des people Atems who even have you ask them about their meditation, and well, I don't know if you can translate this into German. It's not even really English. They sort of vague out. Can you do that? They just go. Also es gibt manche Leute, wenn du die befragst über ihre Meditation, dann verblassen die so in der Ferne. They say, oh, I just sit. Ich setze mich einfach hin. You know, and well, their consciousness is just getting sloppy. You know. Und ihr Bewusstsein wird einfach ein bisschen schlaff dann. No, you've got to have some. You know, if you're like that, if you're a spacer, a space cadet, you need some structure. Wenn du also ein Astronaut in deiner Meditation bist, brauchst du Struktur. And if you're someone who's very rigid, very disciplined, 1, 2, 3, 4. Und wenn du aber hingegen jemand sehr diszipliniert ist, jemand rigides vielleicht sogar bist, well, you've got to learn to relax, and you've got to learn to do nothing a little bit. dann musst du lernen, dich zu entspannen und vielleicht mal nichts zu tun. And so, see what I'm getting at with meditation. Don't just stay with what you know. Ihr seht also, worauf ich hinaus will mit der Meditation. Bleib nicht einfach nur da, wo du bist. You know, and in relation to this, I think it is really important, if you're serious about a meditation practice, to get on retreat. Und im Zusammenhang damit ist es wirklich wichtig, wenn dir deine Meditationspraxis am Herzen liegt, geh auf Retreat. You know, good conditions really support going beyond, strangely enough. Gute Bedingungen unterstützen wirklich das darüber hinausgehen. So try and go on weekend retreats, try and go on longer retreats. Also versuche auf Wochenendretreats zu gehen, versuche auf längere Retreats zu You know, gehen. talk to the order members here about how you can do more with your meditation. Sprich die Ordensmitglieder hier an, wie du deine Meditation vertiefen kannst. Don't just settle down into habitual ways of sitting there on your cushion or on your chair. Lasse dich nicht nieder in Gewohnheiten, wie du auf deinem Kissen sitzt. So the second area I want to talk about in terms of going beyond is communication. Der zweite Bereich, über den ich sprechen möchte, in Begriffen von darüber hinausgehen, ist Kommunikation. I said at the beginning of the talk how important friendship and Sangha is for us. Zu Beginn des Vortrags habe ich die Wichtigkeit von Freundschaft und Sangha betont. And of course, within the Sangha, there is communication. We communicate with one another. Und der Sangha besteht natürlich aus Kommunikation. Wir kommunizieren untereinander. We need to start carefully, gently, appropriately going beyond our separation with one another. Und wir müssen vorsichtig und geschickt damit beginnen, über unser Getrenntsein voneinander hinauszugehen. I don't know if you do them in Germany. We don't do them very much in England these days. Ja, wie du. We do. Communication Ja, exercises. zum Beispiel die Kommunikationsübung. They're a wonderful practice. Eine wunderbare Angelegenheit. You know, of just learning to look at someone, be looked at. Du lernst jemand anders anzuschauen und dich von jemandem anschauen zu lassen. Sitting there in silence, just taking one another in. Du sitzt in Stille dem anderen gegenüber und nimmst den anderen auf. And learning how to start being appropriately open with other people. Und du lernst, wie du auf eine angemessene Art und Weise mit anderen offen sein kannst. It's interesting. The Heart Sutra describes a communication. Interessanterweise beschreibt das Herzsutra eine Kommunikation. You know, it's wisdom and compassion interacting with somebody at a sort of lower level of experience. Weisheit und Mitgefühl sind in Interaktion begriffen, sozusagen mit jemandem auf einer etwas darunterliegenden Stufe der Erfahrung. And some explanations of this form is emptiness, emptiness is form line. In einigen Kommentaren über diese Zeile, Form ist nur Leerheit, Leerheit plus Form. Some explanation of this is that what you're doing is seeing through the distinction between self and other. Also einige erklären das so, du siehst durch den Unterschied zwischen selbst und anderen. It's a description, if you like, of transcendental communication. Es ist eine Beschreibung, wenn du so willst, transzendenter Kommunikation. You know, of dissolving the boundaries between one another. Ein Auflösen der Grenzen zwischeneinander. So there's all sorts of ways in which we can go beyond when we explore this. Also es gibt alle möglichen Möglichkeiten, wie man
über das Level der Kommunikation hinausgehen kann. When we talk like this, sometimes people can think that you've got to get out all your angst to each other. Ja, wenn wir so sprechen, manchmal hört es sich so an, als müssten wir sozusagen unsere tiefsten Traumas You know, ausgraben und dem anderen that servieren. communication should be like an old, 1970s encounter group. Ja, Something like that. als wäre tiefe Kommunikation wie so eine alte 1970er Jahre Encounter-Gruppe. You know, that real communication is really shouting out your trauma to one another. Also wirkliche Kommunikation besteht darin, dass du dem anderen deine Traumas. Well, maybe on occasion that might be Und appropriate. das kann manchmal der Fall sein. But I tend to think that one of the things we need to do in communication is to really look for the beauty in others. Ich glaube, dass was wir in der Kommunikation tun müssen, ist, wir müssen die Schönheit des anderen aufnehmen. It's a lovely practice in the class team every Tuesday night. Is it Tuesday? No, Tuesday. Yeah. Also dienstagsabends vor dieser Klasse gibt's eine wunderschöne Praxis im Team. So the team here, they rejoice in someone, either present or not present. That's the way they get together in the evening. Ja, It's lovely. das Erste, was wir im Teamtreffen machen, wir machen ein Lob des Guten. Entweder jemand, der tatsächlich anwesend ist, oder jemand anders. So they're telling one another the qualities that they see in them. Also jeder erzählt den anderen Teammitgliedern die Qualitäten, die er oder sie in jemand anders sieht. It's a very, very wonderful thing. Eine wunderbare Sache. And something I think, and very genuine. It's not flattery. Und es ist authentisch, also es ist keine Schmeichelei. You know, it's the practice of learning to see the quality in others and naming it. Die Übung besteht darin, die Qualitäten in anderen zu sehen und sie auch auszusprechen. And of course that has a wonderful effect on bringing people closer together. Und das hat eine wunderbare Wirkung, denn es bringt Leute näher zusammen. And sometimes you see people when they first, get, rejoiced in when somebody likes in their qualities, you can see them getting, well, certainly in England, getting really quite awkward and embarrassed. Und man kann das manchmal beobachten, wenn jemandes andere Qualitäten lobt, zumindest in England, dann wird die Person vielleicht ein bisschen steif und zurückhaltend. Sure, that won't happen in Germany. In Deutschland wäre das sicherlich nicht der Fall. But it's a wonderful way of really getting to know one another. Ja, aber es ist eine wunderbare Art, wirklich sich gegenseitig kennenzulernen. Naming one another's qualities. Ja, die Qualitäten gegenseitig zu benennen. Of course, there are other aspects to communication where you go beyond. Natürlich gibt es weitere Aspekte in der Kommunikation, sozusagen Sometimes darüber hinauszugehen. it's very important to reveal unskillful things that you've done. Es ist manchmal sehr wichtig, ungeschickte Sachen, die man selber getan hat, aufzudecken. This is the practice of what we call confession in Das ist Buddhism. natürlich die Übung, die wir Eingeständnis von Fehlern Opening up some darker areas. ja, sozusagen unsere eigenen dunklen Ecken aufzumachen. With some confidence that will be received well by the person listening. Und zwar mit einem Vertrauen, dass das gut aufgenommen wird von der Person, die zuhört. The Buddha talks in one of his teachings about the importance of taking the thatched roof off the house. In einer seiner Lehren redet der Buddha über die Notwendigkeit, sozusagen das riedgedeckte Haus abzudecken. And he said, if you take the thatched roof off the house, it won't rain through. Und er sagt, wenn du sozusagen das Rieddach von der Hütte abnimmst, wird es nicht durchregnen. And what he's trying to say in this particular teaching, the importance if you're open, if you're honest, there is nothing to fear. Ja, und was der Buddha damit sagen will, ist, wenn du offen bist, gibt es nichts, vor dem du dich fürchten musst. Because you're letting go, you're renouncing any clinging to any unskillful area. Denn du lässt es gehen, du entsagst sozusagen jedem ungeschickten Anhaften. Obviously this sort of opening can only happen as trust starts to develop within the community. Natürlich kann diese Öffnung nur dann passieren, wenn in der Gemeinschaft sich ein Vertrauen entwickelt. But think about going beyond in your friendships and communication with one another. Aber erwäge es in deinen Freundschaften und in deiner Kommunikation sozusagen auf diese Art und Weise über dich selbst hinauszugehen. Another area I'd like to talk about in terms of going beyond is knowledge of the Dharma, understanding of the Dharma.
Und ich möchte noch als weiteren Bereich über Dharma wissen oder Verständnis des Dharmas You reden. know, we're talking about the perfection of wisdom in this sutra. Wir sprechen im Zusammenhang mit diesem Sutra von Vollkommenheit der Weisheit. And this sutra is full of reference to different aspects of Buddhist practice and doctrine. Und in dem Sutra gibt es die ganzen Hinweise auf unterschiedliche andere buddhistische Lehren. Yes, it talks about going beyond the mere understanding of those things. Und das Sutra spricht natürlich darüber, über diese Lehren hinauszugehen, was das bloße Verstehen But you anbetrifft. mustn't make the mistake of thinking that those things are unimportant. Aber mach nicht den Fehler zu denken, dass diese Lehren unwichtig In sind. a sense, what Avalokiteshvara's compassion is saying, you need to make all this a living experience so that you don't need to hold them with the words and the ideas. Wo das Mitgefühl von Avalokiteshvara sagt, du musst diese Lehren sozusagen zu einer lebendigen Erfahrung machen, dann brauchst du dich nicht an den wörtlichen Formulierungen festzuhalten. But first you need to know the ideas. Aber zunächst musst du dich damit vertraut machen. We don't often realize this about Buddhist practice. You have to, real Buddhist training is knowing what the teachings are. Wir erkennen das häufig nicht, aber wirkliches buddhistisches Training besteht auch darin, zu wissen, was die buddhistischen Lehren sind. If you don't know what the teachings are, in a sense, you're just making up your own version of Buddhism. Wenn du die Lehren nicht kennst, ist es nicht sehr weit davon entfernt, sozusagen deine eigene Version des Buddhismus zu So erfinden. in terms of the practice of going beyond, every day read at least one page of good, reliable Buddhist Dharma. Also was die Praxis des darüber hinausgehens in diesem Bereich betrifft, versuche jeden Tag eine Seite zu lesen von gutem, verlässlichen Dharma. You know, if you're not sure what that is, go to the order members and get them to tell me what is good, reliable Dharma. Wenn du nicht sicher bist, was darunter zu verstehen ist, frag die Ordensmitglieder in diesem Zentrum, was ist guter, verlässlicher Dharma? But every day read it. Lese es jeden Tag. Don't just read it, but learn it by heart. Lese es nicht nur, lerne es auswendig. Very unpopular way of talking. Es ist sehr unpopulär, so zu reden, ich weiß. But this is classic Buddhist training for wisdom. Aber das ist klassisches buddhistisches Weisheitstraining. Doesn't need to be very much. Es muss nicht viel sein. You could just take a verse of the Dhammapada, Nehmen zum Beispiel nur einen Vers des Dhammapadas. just a few lines, Einige Zeilen bloß. and every day reflect on that verse. Reflektiere jeden Tag über diesen Vers. You know, when you're standing at the bus stop, Wenn du an der Bushaltestelle you know, wartest, when you're on the, what do you call it, U-Bahn, S-Bahn? wenn du in der S- oder U-Bahn bist. Well, you know, you just have it in your heart, turning it over in your mind. Ja, du hast diesen Vers im Herzen, du kannst in deinem mental kannst du es You rezitieren know, und darüber something reflektieren. like, you know, the Buddha saying, here in this world, hatred never ceases through hatred. Zum Beispiel, Hass wird in dieser Welt nie durch Hass gestillt, It only ceases through love. sondern nur durch Liebe. This is an eternal law, Das ist ein ewiges Gesetz. or this is the eternal law. Das ist das ewige Gesetz. Now, if you have that in your heart, you've got the Dharma in your heart. Wenn du diesen Vers im Herzen hast, hast du den And Dharma im Herzen. that's an incredibly strong thing to say. Das ist etwas unglaublich Starkes zu sagen. You know, that phrase, just repeating it in your mind, reflecting on its meaning, Wenn du nur diesen Vers in deinem Geist wiederholst und über die Bedeutung reflektierst and then trying to turn it into an actual living experience. und versuchst, es in eine tatsächliche Lebenserfahrung zu verwandeln. So you don't, in a sense, rely on the words anymore. It's in your being, that phrase. Das heißt, auf bestimmte Art und Weise brauchst du nicht mehr die Worte, um dich darauf zu verlassen, sondern es wird Teil deines Wesens. So so really go beyond the knowledge that you have. Go deeper into the knowledge that you have. Also geh über den Grad deines Wissens hinaus, geh tiefer in dein Wissen. You know, without this, it's very, very difficult to develop liberating wisdom. Also trage dein Wissen tiefer. Ohne das ist es sehr, sehr schwierig, befreiende Weisheit zu entwickeln. Now, I want to just mention two more things whereby we can go beyond. Und ich möchte noch 2 weitere Dinge erwähnen, durch die wir weitergehen And können. then we'll go beyond by finishing the evening. Und dann gehen wir sozusagen weiter, indem wir den Abend beenden. The next area, I'm going to call it devotion. Der nächste Bereich ist Hingabe. Devotion
is a very important practice in Buddhism. Hingabe ist eine außerordentlich wichtige Praxis im Buddhismus. You could also call it reverence and devotion. Man könnte auch sagen Verehrung und Hingabe. Acknowledging that there are greater states of being than yourself. Anzuerkennen, dass es höhere Zustände des Seins geben kann, als da, wo man selber gerade ist. Which are embodied in the figure of the figures of the Buddhas and the Die Bodhisattvas. zum Beispiel in der Form des Buddhas und der Bodhisattvas verkörpert werden. So every day it's good to worship the Buddhas and the Es Bodhisattvas. ist gut, jeden Tag die Buddhas und Bodhisattvas zu verehren. Some Buddhist traditions even say it's a downfall from your practice if you don't worship the three jewels, the Buddha, Dharma and Sangha, 3 times a day. Einige buddhistische Traditionen sagen sogar, dass du von deiner Praxis abfällst, wenn du nicht 3-mal am Tag die 3 Juwelen, also Buddha, Dharma und Sangha verehrst. Now what do we mean by worship? Was meinen wir mit Verehrung? What do we mean by devotion? What do we mean by Was reverence? meinen wir mit Hingabe? Was meinen wir mit Verehrung? What you could say, it's really giving expression to all of your positive feelings for those higher states of being. Es meint deiner positive Haltung, deinen positiven Gefühlen für diese höheren Stufen des Seins Ausdruck zu It verleihen. might be a very, very simple expression. It doesn't have to be elaborate. Vielleicht ist das ein ganz einfacher Ausdruck. You Es know, muss you nicht might have a little, kompliziert sein. you might have a little shrine in your room, Vielleicht hast du in deinem Zimmer einen kleinen and Schrank you might simply just do that. und vielleicht legst du nur die Hände zu. That might be enough for you. You might just look reverentially at the figures. Vielleicht kannst du einfach verehrungsvoll die Figuren betrachten, die auf dem Schrein stehen. You might want to offer candles, flowers, incense. Vielleicht möchtest du Blumen, Kerzen, Räucherstäbchen You might want to extend that with puja. oder vielleicht eine Puja machen. But the whole point of this is to connect you with that dimension of things. Es geht aber darum, dich mit dieser Dimension der Wirklichkeit zu verbinden. And the more you can do it, the more you'll carry it through your day. Und je mehr du das machen kannst, desto mehr wird es dich in deinem Tag begleiten. The more you'll have a sort of compass in your day of an orientation for your day in relation to enlightenment. Desto mehr hast du sozusagen so einen Kompass oder eine Orientierung in Richtung auf Erleuchtung in deinem Tag. You know, I've sometimes known people when I used to work in centres who you'd see them really wanting to go and bow to the shrine. Ja, manchmal habe ich Leute gesehen in Zentren, wo ich war, die wirklich zum Schrein gehen wollten und sich verbeugen wollten. But they couldn't do it. Aber sie konnten es nicht, They felt embarrassed, self-conscious. weil ihnen das zu peinlich war. You know, it's such a weird thing to do. Ja, sowas macht man doch You nicht. know, maybe there's some reaction to Christianity or something like that. Their previous conditioning. Ja, vielleicht als eine Reaktion auf Konditionierung christlicher Natur zum Beispiel. And then one day they just decide to do it. Und eines Tages entscheiden sie einfach, es zu And tun. there's just this liberation of energy. Und es gibt diese Befreiung von Energie. It's such a relief to acknowledge that there is something greater. So eine Erleichterung, letztendlich anzuerkennen, dass es etwas Höheres gibt. There really is something beyond Es gibt wirklich etwas that jenseits, they can become, that they can expand towards. das sie selber werden können, wo sie reinwachsen können. So think in terms of going beyond in that area of devotion. Also denke in Begriffen von darüber hinausgehen, in Begriffen von Hingabe. Then finally, I want to talk about going beyond with generosity. Letztlich Großzügigkeit. Geh über deine Großzügigkeit hinaus. The Bodhisattva, you could say that the Bodhisattva's highest practice is generosity. Man könnte sagen, die höchste Praxis des Bodhisattvas ist Großzügigkeit. The Bodhisattva's love and compassion is expressed as generous, naturally generous action to others. Die Liebe und das Mitgefühl des Bodhisattvas drückt sich als natürliche Großzügigkeit. You could give a great long aus. list of things that could be given. Ja, es gibt diese wunderbaren Listen der Dinge, die gegeben werden können. But really the Bodhisattva, they just give themselves Aber was der Bodhisattva tatsächlich macht, er gibt sich selbst fully and completely to the life of the Dharma to benefit others. vollständig, er gibt sich vollständig dem Dharma-Leben, um anderen zu nutzen. We might need to actually give particular things. Unsere Übung besteht vielleicht darin, bestimmte Dinge zu geben. So think about extending the range of your generosity.
Also denke darüber nach, die Reichweite deiner Großzügigkeit You know, I auszudehnen. know a lot of people are very generous with donations to the centre here. Ich weiß, dass viele Leute sehr großzügig mit Spenden zum Zentrum sind. Well, maybe think about even more. Vielleicht kannst du noch mehr spenden. You know, I know some of the guys here and the women here have given a lot for the centre. Ja, viele Leute hier haben eine Menge für das Zentrum Or gegeben. think in terms of helping out in different ways. Ja, oder vielleicht kannst du in Teams mitarbeiten. The Sangharakshita has a saying that a spiritual community is characterized by the constant exchange of presents, of gifts. Ja, so ein berühmtes Zitat von Sangharakshita lautet, dass eine spirituelle Gemeinschaft sich dadurch ausmacht, dass es ein ständiger Austausch von Geschenken ist. This is really important to get hold of, I think, because the Buddhist center isn't like a sort of evening class. Yeah? Ja, und es ist wichtig, das zu verstehen, denn das buddhistische Zentrum ist nicht sowas wie eine Abendklasse. Where you go and learn Buddhism and sort of take it away with you and pass your meditation exams. Wo du eine Buddhismusstunde hast, die nach Hause sozusagen nimmst und schließlich dein Meditationsexamen bestehst. The Dharma really comes alive in your life when you're generous. Der Dharma kommt wirklich zum Leben in deinem Leben, wenn du großzügig bist. If you're not sure about that, just try it. Und wenn du nicht sicher bist, versuch's einfach mal. Just experiment with going beyond. Experimentiere mit going beyond. Yeah, Darüber hinausgehen. yeah. Just experiment with that. Experimentiere einfach damit. This is the way of emptiness. This is what I'm talking about. This is the way of the Heart Sutra. Und das ist der Weg der Leerheit, der Weg des Herzsutras. Really, the way of emptiness. In some ways, it's not a good phrase Auf bestimmte Art und Weise ist das kein sinnvoller Begriff, der Weg der Leerheit. because what it really means is a life where you're really open to the energy of the Dharma. It starts to flow through you and others. Denn was es wirklich bedeutet, ist, ein Leben zu führen, wo du offen für die Energie des Dharmas bist, die durch dich und durch andere durchfließt. So the Buddhist tradition, they love their metaphors, their poetry to describe this. Die buddhistische Tradition liebt Metaphern und Poesie, um das zu So beschreiben. to describe this, you get the Buddha's Dharma described as a great rain falling from a cloud of the Dharma. Zum Beispiel wird es dadurch beschrieben, dass der Buddha-Dharma verglichen wird mit einem großen Regen, der von einer Dharma-Regenwolke You fällt. know, bringing about the growth of everybody. Und das Wachstum von allem bewirkt. Or sometimes they even say that when you really connect with emptiness, or particularly when they're talking about this, an idea known as the bodhicitta, Oder es wird manchmal gesagt, wenn es dir wirklich gelingt, mit Leerheit dich in Verbindung zu setzen, im Sinne des Bodhicitta, which is the sort of force of wisdom and compassion. was sozusagen eine Kraft von Weisheit und Mitgefühl ist. They say it's like springtime. Und es wird gesagt, es ist wie Frühling. You know, everything is starting to grow and respond. Alles beginnt zu wachsen. You know, beings are developing. We're developing when we connect with it. Ja, also wir selber entwickeln uns, wir selber wachsen. This came to my mind today when I was walking with Toby along the riverbank. Als ich vorhin mit Tobi am Fluss spazieren ging, The sun was shining. die Sonne schien, I looked up. ja, ich schaute mich um I saw some buds on these bare trees. und einige dieser kahlen Bäume hatten Knospen. And this bird was just singing so wonderfully. Und dieser Vogel sang so wunderbar. I was with a lovely friend Und ich war mit einem wunderbaren Freund. talking about the Dharma. Wir haben über den Dharma And gesprochen. I thought, yes, this is it. Und ich dachte, ja, genau das ist es. This is my talk tonight. Und mein Vortrag heute Abend. So there you are. Also, hier sind wir. Enough. Genug für heute.